Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir in der Stadt Lützen angekommen. Wir waren erst kürzlich hier, da ging es um die Schlacht von 1632. Jetzt sind wir wegen einer anderen Schlacht hier. Lützen liegt einige Kilometer südwestlich von Leipzig. Wir besuchen Dörfer nahe Lützen, nämlich Großgörschen, Kleingörschen, Rahna und Kaya. Das sind nämlich genau die Orte, wo 1813 eine Schlacht stattfand. Und genau deren Spuren wollen wir suchen. Die Schlacht bei Großgörschen, in Frankreich heißt sie Bataille de Lützen, fand am 2. Mai 1813 statt und sie war die erste Schlacht der Befreiungskriege. Hier trafen die preußische und russische Armee auf Napoleons Heer. Wir beginnen den Tag in Schloss Lützen, und zwar im Museum. Das Schloss hat einen kleinen Innenhof und es hat einen 41 Meter hohen Bergfried. Den nutzen wir als Aussichtspunkt. Wenn man Richtung Süden schaut, dann sieht man das Dorf Großgörschen. Da hinten fand 1813 die erste Schlacht der Napoleonischen Kriege statt. Wir sind hier im Bundesland Sachsen-Anhalt, und zwar im Burgenlandkreis. Etwa 6 Kilometer sind es von Lützen nach Großgörschen. Im Museum steht dieses Zinnfiguren-Diorama der Schlacht von 1813. Das Diorama, das stammt aus den 1970er Jahren. 1813. Große Teile Europas sind unter französischer Herrschaft. Napoleon ist bei seinem Russlandfeldzug gescheitert. Er hat nun eine neue Armee aufgebaut. Russland und Preußen haben sich verbündet und erklären dem Kaiserreich Frankreich den Krieg. Von Mainz und Hanau aus zieht Napoleon beim sogenannten Frühjahrsfeldzug nach Erfurt, dann nach Naumburg. In der Nacht zu jedem 2. Mai 1813 übernachtet er neben dem Gedenkstein für den schwedischen König Gustav Adolf in Lützen. Napoleons Truppenstärke 145.000 Mann und 372 Geschütze. Seine Truppen lagern rund um Lützen. Ganz in der Nähe haben sich die preußische und russische Armee vereinigt. Ihre Stärke 88.000 Mann und 552 Geschütze. Die Preußen führt der preußische König Friedrich Wilhelm III. An, die Russen Zar Alexander I. Im Dorf Kaya hatte der französische Marschall Ney sein Hauptquartier und übernachtete hier in der Nacht zum 2. Mai. Ein paar Namen der Feldherren, die an der Schlacht beteiligt waren. Die meisten Namen hat man schon mal gehört. Generalfeldmarschall Blücher, der später bei der Schlacht in Waterloo Napoleon geschlagen hat. Feldmarschall Yorck von Wartenburg. Er hat es möglich gemacht, dass Preußen und Russen Alliierte waren. Generalfeldmarschall Graf von Zieten. Er siegte in wichtigen Schlachten der Befreiungskriege. Der französische Maréchal de Marmont, einer der erfolgreichsten Männer in Napoleons Armeen. Ihm verdankte Napoleon dann den Sieg in Großgörschen. Und Napoleon, der eigentlich jetzt auf dem Weg nach Leipzig war und dann während der Schlacht nach Kaya kam. Außerdem war dabei General von Scharnhorst, später mehr dazu. Die Schlacht in den 4 Dörfern bei Lützen dauerte den ganzen Tag. Wechselweise eroberten Napoleons Truppen und die preußisch-russischen Truppen einzelne Dörfer und verloren sie wenige Stunden später wieder. Am Ende des Tages konnte Napoleon zwar den Sieg für sich verbuchen, einen Erfolg, den er angesichts der Niederlage in Russland dringend brauchte, doch sein Hauptziel erreichte er nicht, nämlich die Verbündeten entscheidend zu schlagen. Viele Soldaten starben in der Schlacht. Napoleon verlor etwa 20.000 Mann, Preußen 8.500 und die Russen 3.500. Dazu gab es Verwundete und Vermisste. Ja, das sind Überbleibsel der Schlacht, ausgestellt in Vitrinen. Wir fahren in das Dorf Kaya, dem kleinen Dorf bei Großgörschen. Hier finden wir das Marschall-Ney-Haus. Am 2. Mai 1813 war hier das Hauptquartier des französischen Marschalls Ney. In diesem Haus verbrachte er die Nacht vom 1. zum 2. Mai. Seine Truppen, die waren ja hier in den Dörfern untergebracht. Hier erwartet uns Peter Mechler. Er bewohnt das Marschall-Ney-Haus und er zeigt uns nicht nur das Grundstück, sondern auch das kleine Museum im Haus. Eine Kanone und ein Gedenkstein. Michel Ney, das ist einer der bekanntesten französischen Offiziere der sogenannten Revolutionskriege. Er begleitete Napoleon zum Beispiel nach Spanien und auch beim Russlandfeldzug. Er war Kommandant der Kaiserlichen Garde.
Ney, das war einer der Offiziere, die 1814 Napoleon zur Abdankung drängten. Er war auch der Napoleon verhaften sollte, als der mit seinen Truppen von Elba zurückkam. Er lief aber zu ihm über und kämpfte an seiner Seite. Nach der Niederlage in Waterloo wurde Ney zum Tode verurteilt und hingerichtet, weil er übergelaufen war. Die Scheune. Waren da die Pferde der Soldaten untergebracht? Inzwischen verfällt das Gebäude. Ob Napoleon auch hier gewesen ist? Melcher glaubt es nicht, aber in Kaya ist Napoleon auf jeden Fall gewesen. Eine Kanonenkugel, die auf das Haus abgefeuert wurde und die man hier fand. Das kleine Museum. 2 Räume wurden so eingerichtet, wie sie wohl 1813 ausgesehen haben, als Marschall Ney hier übernachtete. Ein kleines Diorama. So soll der Hof hier 1813 ausgesehen haben. Der Tag, als Marschall Ney hier Quartier bezog. Das Marschall-Ney-Haus hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten, es ist nur auf Anfrage geöffnet. Wenn ihr euch für einen Besuch im Marschall-Ney-Haus in Kaya interessiert, ich habe die Kontaktdaten des Museums in der Beschreibung des Videos notiert. Die Spuren der Schlacht. Heute. Fast 30.000 Soldaten starben an dem Tag. Wir fahren in den Nachbarort Großgröschen. An der Hauptstraße steht dieses Denkmal, das Hessen-Homburg-Denkmal. In der Schlacht 1813 starb auch Prinz Leopold von Hessen-Homburg. Seine Schwester ließ das Denkmal errichten. Entworfen hat es Karl Friedrich Schinkel. 1815 wurde es aufgestellt. Das ist nicht mehr das Original, das ist eine Kopie. Hier starb den Tod der Ehre für Gott und Vaterland in der Schlacht am 2. Mai 1813 Leopold Viktor Friedrich Prinz von Hessen-Homburg, geboren am 10. Februar 1787. Etwas entfernt an einem kleinen Teich sollte eigentlich ein Denkmal stehen. Nur der Sockel ist derzeit da, denn das Denkmal wird zurzeit restauriert. Das Schinkel-Tabernakel von Karl Friedrich Schinkel. Ein Denkmal für die toten preußischen Soldaten. 6 Meter hoch. Das Denkmal stand früher auf dem Monarchenhügel. Von dort sollen der Zar und der König die Schlacht beobachtet haben. Das Denkmal wurde in den 1980er Jahren hierher versetzt. Wenige Meter entfernt steht in einem kleinen Park das Scharnhorst-Denkmal. 10 Meter ist es hoch. Am 2. Mai 1913 wurde es eingeweiht. Das Denkmal würdigt General von Scharnhorst. Er war Stabschef in Blüchers Korps. Scharnhorst wurde in der Schlacht am Bein verletzt. An dieser Verletzung starb er fast 2 Monate später in Prag. Gerhard von Scharnhorst. Er war bei seiner Ernennung der jüngste Generalmajor der preußischen Armee. Er war dann Chef im Kriegsministerium und dann Chef des Generalstabes. Es war ein Heeresreformer. Er hat zusammengearbeitet mit von Gneisenau und von Hardenberg und die haben die preußische Armee reformiert. Man hat damals die Adelsvorrechte abgeschafft und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Diese sogenannten preußischen Reformen, die sind ja bis heute eine der 3 Traditionssäulen der Bundeswehr.
Man hat ja damit damals im Prinzip die Idee des Staatsbürgers in Uniform erdacht. Das war's aus Großgörschen, Kaya und Lützen. Ein lehrreicher, interessanter Tag. In diesem Sinn, tschüss.